proceed with landing. Was für eine geile Woche. War echt unglaublich, was wir alles erlebt haben. Flashig. Ja, war schon krass. Also es gab halt so dieses perfekte Mittelding zwischen Erlebnistour, kreative Arbeit und was auch super toll war, ist halt die ganzen Leute kennenzulernen. Ne? Das war eine geile Zeit. Würde ich sofort wieder machen. Ey, war das krass, ey. Das ist unglaublich. Ich bin richtig stolz darauf, ein Teil davon gewesen zu sein. Und all die wilden Tiere. Ich glaube, ich habe am ersten Tag mehr wilde Tiere gesehen als in meinem gesamten Leben vorher. Was unglaublich beeindruckend war, ist, wie es irgendwie geschafft hat, diese ganze Gruppe zusammenzubringen. Und dass wir haben ja tausende Kilometer zurückgelegt in seinem VW-Bus. Und haben währenddessen trotzdem immer kreativ gearbeitet, haben coole Tracks gebaut und sowas. Und jo, es wird ein geiles Album. Okay, die Allgemeine Zeitung Namibia meldet heute, Ease bringt deutsche Produzenten nach Namibia. Krass, das habe ich doch gar nicht gesehen. Wirklich? Bitte festhalten. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Yes, ja, mein Name ist Is, ich bin afrikanischer Musiker und meine Idee ist es, ein Team von bekannten deutschen Musikproduzenten zu mir nach Namibia einzuladen, um mit denen an meinem neuen Album zu arbeiten. Also quasi die Musik aus verschiedenen Kulturen so zu vermischen, dass etwas Neues, Frisches entsteht. Ich bin 5. Generation, geboren und aufgewachsen in Namibia. Meine Urgroßeltern sind, I don't know, vor 130 Jahren oder so ausgewandert nach Afrika. Damals war Namibia noch eine deutsche Kolonie, so für knapp 19 Jahre hieß es Deutsch-Südwestafrika. Und Anfang des Ersten Weltkriegs war es halt so, dass da in Deutschland die Kolonie verloren hat. Und ja, seitdem chillen wir eigentlich hier. Wir knapp unter 1% der namibianischen Bevölkerung sind deutschabstämmige Namibianer, also Deutsch-Namibianer. Ich bin aufgewachsen, zum Teil in Windhoek, das ist die Hauptstadt von Namibia, und auch zum Teil vor allem als kleiner Junge mit meinem Bruder zusammen im Busch. Wir waren auf der Farm, wir waren in der Wüste, wir haben Buschmannhütten aufgebaut, wir haben mit Steinschleuder, also Ketty sagen wir bei uns, geschossen, wir haben Wurzeln ausgegraben und so weiter. Also in Afrika sehr nah an der Natur aufgewachsen.
In der Schule war es dann halt so, dass ich jede Chance, die ich kriegen konnte, auf der Bühne zu stehen, habe ich genutzt. Ich habe damals wirklich in der Klasse afrikanische CDs ausgetauscht mit Schulkameraden. Ich habe diesen Vibe richtig gefühlt. Also ich bin aufgewachsen mit diesem Kwaito-Sound. Das nennen wir bei uns so. Kwaito ist eine Musikart, die ist in der Anti-Apartheid-Bewegung entstanden. Damals in Soweto, im Township, sind Leute wirklich auf die Straßen gegangen und haben dann getanzt mit Vuvuzelas und haben diese Musik gebraucht als Message gegen das Apartheid-Regime. Und ja, damit bin ich halt aufgewachsen mit diesem Sound, und weil man hat ihn überall gehört. In der Zwischenzeit habe ich dann in Namibia meinen Namen aufgebaut als Musiker, immer mehr und mehr Musikvideos rausgeballert. Ich habe schon knapp 13 Alben oder sowas released, super viel mit anderen afrikanischen Musikern, Collaborations, Featurings gemacht und so weiter. Es kam dann so weit, dass ich sogar große afrikanische Music Awards gewonnen habe, so wie den MTV Africa Music Award, sogar als erster Weißafrikaner den Best Artist of the Year Award, was halt eine super Ehre ist in der Kwaito-Genre, weil es damals eine Anti-Apartheids-Bewegungsmusik war, wo jetzt ein Weißafrikaner dabei ist. Ja, so macht man halt dann sein Ding, und über die Zeit wollte ich aber immer den Leuten in Europa gerne diesen afrikanischen Sound so ein bisschen näher bringen, weil ich einfach weiß, dass diese Energie, die diese Kwaito-Musik hat, oder die es hier in Afrika allein rhythmustechnisch ist, die ist so stark, die möchte ich einfach mit den Leuten in der ganzen Welt teilen. Und genau deswegen habe ich deutsche Musikproduzenten eingeladen zu mir nach Afrika, um mir zu helfen, meine Vision von diesem afrikanischen Sound so zu vermischen, dass wir quasi das Beste aus zwei Welten vereinen. Also die afrikanische Energie, dieser Rhythmus, vermischt mit dem Sound, den die Leute aus Europa kennen und genießen. Und dann das Album so zu produzieren, dass wir der Welt zeigen können und sagen, hey, das ist Nam Flavor Music. Das ist der frische Sound aus Afrika. Overheated, ganz heavy. Das ist das Ding, ne? Wenn man einen alten Bus fahren will. Danke trotzdem, Mann. Alles klar, Ich bin Kranz Lutin, Musikproduzent, Komponist, Autor aus Berlin. Habe mit allen möglichen Leuten in verschiedenen Genres gearbeitet. Von Reggae-Artists wie Gentleman, Shaggy bis hin zu Pop-Leuten wie Lea oder Culture Candela. Und sogar Helene Fischer hat mal einen Song von mir gemacht. Mein Name ist Gideon Glock. Ich bin Musiker aus Deutschland. Wir haben letztes Jahr den Eine Welt Song Contest vom Kultusministerium gewonnen. Und dann haben wir auch Is kennengelernt. Is saß da in der Jury und hat auch kräftig für uns Stimmung gemacht. So. Und jetzt bin ich hier mit dabei und mache kräftig Stimmung für ihn. Ich bin Daniel, ich bin aus Wien. Ich arbeite unter dem Künstlernamen D-Rush. Bin hauptsächlich im Hip-Hop-Bereich und ich habe jetzt gerade ein Album für einen Berliner Rapper. Massaker nennt sich der, abgeschlossen. Da habe ich jede Menge Referenzen bekommen. Unter anderem auch Raf Camora, Massiv, Fahrt. Im Hip-Hop-Bereich in Deutschland habe ich schon mit sehr vielen gearbeitet, aber die ganz großen Namen, glaube ich, die habe ich jetzt gesagt.
Probier es einfach, alles, wie es nicht schmeckt. Hey, Harry. Meet the guys. Das ist Sidion. Das ist Kran. Hi. Dirash, Daniel. Good man. I'm Harry, a Namibian producer. Actually grew up in Namibia. Met Ease when he came to the Namibian Awards with Mendoza. I think that was the first time we met. We worked on few projects, few songs together. I also produced for Mushe. He once won Artist of the Year twice actually, and other artists as well, the biggest artists in the country. So, Harry ist jemand, mit dem habe ich schon seit, I don't know, 6, 7 years at least, ne? Even more, maybe 10 years. 8 years zusammengearbeitet. Ich habe super viel, wir zwei sprechen, I don't know, einmal, zweimal im Monat über Projekte. Wir bouncen uns ganz viele Songs hin und her, Ideen. Und er ist wirklich so einer der Typen, der seit Anfang an dabei war. Und den möchte ich gerne bei dem Projekt auch dabei haben. Einfach nur euch ein bisschen zu supporten. Nice. But the important question, what do we drink? Harry? Still early. Still early. No, I'm drinking Roxanne, not what you're thinking. Oh, okay. Ich war tatsächlich, als ich das erste Mal von Ease gehört habe, bin ich felsenfest davon ausgegangen, das ist ein schwarzer Dude. Hat er erst natürlich nur die Fakten, Namibianer, auch ein bisschen in Deutschland aktiv, aber Namibianer, macht Kwaito oder irgendwie so eine strange afrikanische Genre-Richtung. Dann habe ich mir 1, 2 Songs von ihm angehört. Stimme klang auch black. Und als ich das mitgekriegt habe, dass er weiß war, war ich schon ein bisschen überrascht. Aber Musik ist schwarz, die er macht, mit seinem persönlichen Flavor drin. Das macht es auf jeden Fall interessant. Your German will improve, I'm telling you, after these 10 days. Hey, hast du schon hier, du bist eine super schöne Frau, ich möchte deine Hand küssen. After 10 days. After 10 days. I'll able to respond. Ja. Ease hat mich, also ich mache das ja schon sehr lang und Ease hat mich, glaube ich, vor 7 Jahren oder so, hat er mich mal angeschrieben. Also das erste Mal gesehen habe ich ihn hier in Afrika. Ich habe davor nur mit ihm telefoniert und ich dachte halt immer so, wenn ich mit ihm gesprochen habe, er hatte schon eine sehr eigene Art zu reden. So, wenn er jetzt spricht, er mischt immer ein paar englische Worte rein und ich habe halt immer so das Klischee-Denken gehabt, so ja, in Afrika gibt's keine geborenen, lebenden weißen Menschen. So. Das ist halt irgendwie schräg dann, wenn dann ein Ease ankommt und Deutsch-Englisch redet und du denkst dir so, ist das gespielt, ist das echt? Aber jetzt, wo ich hier bin, so, also man merkt auf jeden Fall, das ist echt, also ich bin überrascht, wie multikulturell das hier ist und eigentlich ja, ich verstehe auf jeden Fall, wieso er so spricht, weil er ist auch wirklich ein Afrikaner. So, ich sehe ihn jetzt mehr als Afrikaner als als Deutsch. So, jetzt gehen wir nach NBC. NBC ist die größte Namibian Broadcasting Corporation. Da wird gerade ein Song aufgenommen für Independence. Und da sind jetzt 3 der größten Produzenten Namibias. Und ich will halt gerne haben, dass diese deutschen Produzenten, die ich eingeladen habe, und die namibianischen mal aufeinandertreffen und ein bisschen austauschen, so was an Musik geht in Namibia. Hey. I know I'm gonna ignore you. Why? Because the other day you were here, Yeah? and you saw some people that were more important than me. I'm like, Ease. No, I didn't. Ease. I thought you were a crazy fan. And the thing is, listen, I was here. I heard I got your back. The thing is, you look more beautiful every time that I don't even recognize you. Ease, that's a lie. And you know that's a lie. Just apologize. It's not a lie. It's a lie. Because I'm like, Ease, I'm there. I'm like, Ease. Right now. Ease. And he's just, he's here. I'm like, Ease. I'm like, okay. But right now, you're looking the finest you've ever looked since I know you. Oh my God. It's like that. Rodilio, I love you. you are my witness. You are my witness. How are you? Okay, now maybe you deserve a hug because I haven't seen you in a long time. I would like I'm one, but I don't want disappointed. Oh, finally.
See, this is how long it takes to get a hug from Namibian women. No, it's not true. It's because they ignore you. And then you just teach them a lesson. We need to hug every time because we haven't hugged for so long. Yeah, so we need to make up. Ich meine, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch so, weil man hört jetzt so grundsätzlich afrikanische Musik jetzt eher nicht so richtig in Europa. Allerdings haben wir Harry noch dabei als Producer, der halt wirklich für afrikanische Leute produziert, für afrikanische Musiker produziert, was ein super Einfluss für uns ist. Und dann merkst du so langsam, wie diese ganzen Instrumente und diese ganzen Vibes da wirklich reinkommen. Ein bisschen Swing auf die Drums drauf und sowas. You disappeared yesterday. The woman. What happened? Then we drank. No, I had a meeting and I had to run. I was even half an hour late. Servo. Klasse, lecker, Mann. Hause, bra. Ja, gut, also. Cool, Mann. Das Schöne ist, hier sieht man auf einmal alle namibianischen Künstler, mit denen ich einmal hier treffen, da treffen, die sind alle auf einmal in einem Studio zusammen. So, und man kennt sich, man freut sich und ja, komm mal mit, komm mal mit. Voting before and you release the result or how? Little DJ's flat cup. So, East is working on an album. Yes. So he brought Producers from? best producers more or less. Okay, from Germany. Yeah, different province. Yeah. So they came. We'll be spending how many days? 10 days here. But the whole time it will be working with all of us working together, coming up with ideas and producing good music. Yes. Brought equipment and everything. Everything is there. To be mobile studio. If you see an inspiring sound, you record it and then put it in the song. You understand? So, how long is the song? How long is the song? The song would be like about 4 minutes. And now you have to, so I guess like one guy, two, just like 2-3 lines. Okay, that's cool. Editing also. One guy, okay, they get 2-3 lines. Chorus, we put all the ladies singing together, you know, that type of thing. Yes, yeah, we got the energy. If we are one, we say, we got the energy. If we are one. Arafat, you know what? Let me just freestyle. I'll do 2 or 3 versions. They will all have something nice and you pick one. No problem. My name is Rush Sharma. I'm an Afro reggae singer. We love this. He's a good guy. He's a son of the soil. He's a son of the soil who is doing kind of township music. And it's a very big thing to black people for East to do the township music. In short, I have nothing to say else. East is a son of the soil. That's why he's with us here. That's why he's in. That's why he's part of the independent song. Yes, yeah, we got energy. We are stronger, man. Oh, yeah. One more time, baby. That's awesome. If I give you one more, then we are fine. Eh? Yeah, I love that. But can you give me one more again? No, I'll give you one more. We could have the same, eh? Play it once so I know exactly. Okay. I'm in another interview, man. Can you respect my vibe? Derek, can you also respect my vibe? You are local, it's fine. I'm talking international camera here. Yeah. So can you please give me my moment? I'm you with your moment. Yeah. With your moment. Yeah. Yeah. Okay, so I'm Derek, studio engineer. And welcome to Namibian Studio 6. And you must say you give yourself on Gombe.
and then you point it to the camera, you say it yourself. I give myself an Ongombe. Ongombe. You must give Ongombe. Ongombe. Yeah, Ah, that's Ongombe. Yeah, otherwise no one will give it to you. Yes, yeah, we got the energy, and if we are one, we are stronger, man. Oh yeah, can you feel us one more time? Yeah, yeah, baby. You are dismissed from the night. Yeah. Okay. You guys need to get to know this boy right here. Patrick from PDK. Yeah. Long time. So, wir haben das schon seit Jahren, haben wir schon ganz viele Songs zusammen gemacht. Und das ist richtig cool, dass ich den auch hier treffe, weil einfach die Connection, die Energy ist so. Okay, but okay, most of them they're here. You know the way how they are doing. You know the sound itself. You know that the way they do the traditional music. You just go get the flavor, and then those things. And then you get the flavor, but then you tune it into. Yeah. Finally. Yeah. All the things that have to happen before we get together. Huh? Yeah. What's up, man? Right, man. So, yeah. Morning, guys. Hello. Hi. Hello. Video. Nice to meet you. Perfect. So, since yesterday they've been sitting here brainstorming with beats, with what. And I think what we're gonna do is maybe you listen to some of the tracks. Kranz already has one that I know where you can play something on there. Yeah, okay. You know, just to listen. Because what we're gonna want to do is mix two continents of sounds, bro. Because you know I have to have my African sound in there. Yeah. But it doesn't help, I just have African sound. It will be difficult to penetrate the European market. Yeah. So that's why these professionals are here, and these professionals are here, and now we're sitting together at the same table. To the next playback. Der war sehr schön. Shouldn't we, we do it once more maybe? Yeah. And then, willst du nicht vielleicht einen Part haben, wo der so ein bisschen Solo macht? Ja, oder sowas in Richtung. Einfach nur, so we have it, because we only have this basic structure of the beat now. Okay. In Namibia, to get a white guy doing like Namibian flavor, like is like, it's not easy. That's why it's impressive though. I also wanted to work with them for a long time. When it DM'd me on Instagram, then so like I'm coming to work with them. I was like, yeah, something good for me as well. Nice exposure. They said I couldn't do it, but I done it. Now I'm steady shooting to 100. Only ever did it like I wanted. Now I'm busy shooting to 100. They said I couldn't do it, but I done it. Das ist echt nice, weil jetzt kommen so zwei Welten gerade zusammen. Ims halt super afrikanische Gitarre und halt der Beat ist so commercial European. European, so. I give you the last part. The combination between African guitar and style and the European. For me, like, because I teach music, notes are all the same though. So what's the difference is like culture. Like, okay, cool. Now putting the cultures together, it's a bit difficult, but you get a unique sound, which is like beautiful. So yeah, it's nice.
Aber der war gut. Exactly this once again. Das war gut. It's really, really good. Das war really. In German, das war gut. Das war gut. How's your German? How's my German? Not really bad. Okay. I have a lot of German students. Ich liebe dich. Huh? You can only say ich liebe dich. Yeah, maybe. Okay, no, no. Usually Namibians only know that one. A lot of times when I record, people tell me that I just leave my reverb stuff on, but he tells me that I must take my reverbs off and stuff because he's gonna add his own stuff, which is like a new experience for me. But I can't wait how the project will sound. But perhaps we already got enough. Ja. Vielleicht stellt was Geiles zusammen und so. Perfekt. Du hast so viel. Ich glaube, damit können wir easy was machen. Auf jeden Fall. Da war ein Part, den ich richtig cool fand, wo der so Ching, 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 Ching gemacht hat. Das ist so ein geiler Übergang. Ja, Mann. Also ich weiß natürlich, dass die Musikindustrie wirklich schräg ist, wirklich crazy, für mich schon so ein bisschen kaputt und irgendwie unecht. Aber irgendwas sagt mir, East, don't give up, mach weiter, zeig den Leuten da draußen, dass es auch noch einen Style gibt, der NAMFlavor heißt, der viel Lebensfreude hat, der bunt ist, der frisch ist, der ja, einfach das Beste aus zwei Kontinenten irgendwie verbindet. So macht man das. Man macht die Schulter und die Schulter. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Genau. Küsschen links, Küsschen rechts. Ja, nee, nicht Küsschen. Naja. Fabian ist heute Morgen gelandet. Der kam 2 Tage später, der war noch in Oslo, der war noch da busy mit irgendwelchen heavy großen Producern und so. Ja, also ich bin Fabian aus Berlin und ich mache schon ziemlich lange Musik. So, und jetzt geht's Richtung Busch. Künstler, die man in Deutschland aus dem Fernsehen und Radio so kennt, fast alle von denen waren irgendwann mal vor einem Mikrofon bei mir. Keine Ahnung. Oder ich war mal mit ihnen saufen. Eins von beiden. So, wir waren jetzt 2 Tage in Windhoek, das ist die Hauptstadt, wo ich geboren bin. Und jetzt will ich die Boys einfach so ein bisschen mal in den Busch nehmen. Da, wo man auch mal Tiere sieht, da man weg ist von allen Distractions und dass wir nur fokussen können auf Musik machen. Und ja, es geht jetzt los. Ungefähr so 3 Stunden fahren wir durch den Busch und dann wird es richtig schön. Ich freue mich schon. Let's go. So there's wild animals all around here. So we are in the middle of the nature right now. So there's the wild animals that come up to here, up to the water. To drink the water. Everything, giraffes. Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr inspirierend. Vielleicht
Yeah. Normally you want to make dance music, but I think here it's more for ballads and sexy wives and cool down. And So Harry, don't go at night here wandering, looking for stuff. Yeah, trying to talk on the phone here with the signal. Where's my signal? Where's my signal? Hey, Nene, I can't hear you. Cool. Es gibt eine Sache, die relativ typisch für afrikanische Musik ist, die ich toll finde. Und zwar hat man immer das Gefühl, wenn man das hört, dass da gerade mehrere Menschen zusammen Musik machen. Und ich finde diesen Together-Gedanken wahnsinnig schön. Also selbst wenn es laut Titel ein Solokünstler ist, hast du immer das Gefühl, da ist mindestens eine, sagen wir mal, 8-köpfige Band oder so, irgendwie Percussion-Gruppe oder so am Start. Und dieser Vibe, das hat einfach einen anderen Drive dadurch. Okay, auf dem Ton läuft er nicht. Hört man halt nicht, wenn einer dabei ist. Ich arbeite mit Kopfhörern. Dann müsstest du es aber ganz gut hören. Auf dem Sample könnte man nochmal so einen... Wenn das jetzt kommt, könnte man so einen metalesigen Lied-Sound drüber setzen, damit halt nicht nur... Brass. Ah, okay. Jetzt hier auch einfach irgendwas anderes reinzucutten und so. Das habe ich mir auch gelassen. So, ich habe mich jetzt hier ein bisschen verzogen in einen von den Zimmern hier von der Okojima Village, weil da ist zu viel Action da. Und ich bin so jemand, wenn ich meine Texte schreibe, dann muss ich so heavy in mich gehen. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch so sagt, aber ich muss so Ruhe haben, um dann den Beat zu fühlen und zu versuchen zu verstehen und zu hören, was die Musik mir sagt, ich sagen soll. Weil für mich ist Musik so, dass ich quasi ein Messenger bin. Aber für mich fühlt es sich oft an, fast immer, wenn ich Musik mache, dass irgendwo eine Energie von draußen, vom Universum, sagen wir mal, einfach kommt und dann so mein Körper Takeover-Style übernimmt so und dann kommt auf einmal der ganze Stuff. Dann kommt das und dann, wenn ich fertig bin, ist es so, boah, höre ich mir das an, denke, was ist hier passiert? So in die Richtung. Ne? So ist für mich was ganz Neues, jetzt so zu arbeiten, weil normalerweise gehe ich hin, mache alles selber. Und jetzt bin ich so, als ob ich mich so hinstelle. Okay, Boys, ich vertraue euch, helft mir. So, das ist ein richtig weirdes Feeling, aber zur gleichen Zeit auch ein richtig cooles Feeling, weil ich ein bestimmtes Teil von dieser Kontrolle einfach mal abgebe. Ich sag, den Teil machst du und ich muss jetzt nur noch das hier machen. Das ist ein richtig cooles Gefühl eigentlich, aber auch total weird. Es ist einfach nur schön, um zu sehen, wie Musik Menschen connected. Und das ist einer meiner Dinge, wo ich ein bisschen concerned bin, also mir oft Gedanken mache, was passiert in der Musikindustrie heutzutage? Was ist in den Texten? Was ist in den Musikvideos? Halbnackt, Alkohol, dies. Ich gucke mir manchmal wirklich die Trends. Ich gehe dann freitags, wenn neue Musik rauskommt, immer so Friday Release, gehe ich hin und ich höre mir dann die ganzen Sachen an und denke, hä? Ich verstehe das einfach nicht mehr. Weil was ich für mich verstanden habe, ist, was für eine Energie und was für Power Musik hat. Also was Musik bewegen kann. Ich habe hier in Namibia einfach erlebt, wie verschiedene Kulturen, wie Schwarz und Weiß, alle zusammenkommen und tanzen, nur wegen Musik. Okay, wir haben jetzt gerade einen Leoparden gefunden.
Für mich war das schon ein bisschen schockierend so, weil du sitzt halt in diesem Auto drin, das Auto hat halt keine Türen, gar nichts, ist halt alles offen und dann fährst du halt mit einem relativ lauten Motor irgendwie ein paar Meter weg. Wenn du mal so einen wilden Leoparden siehst, fährst du da ran. Und da denkst du dir schon, ja gut, da kannst du eigentlich gar nichts machen, falls der jetzt irgendwie mal eine Instinktentscheidung trifft. Ja, es ist auf jeden Fall viel krasser, wenn man ein Tier, ein freies Tier in echt sieht, als jetzt, wo sie eigentlich nicht hingehören, in einem Zoo sieht. Und das hat auf jeden Fall was. Und man muss auch sagen, wenn man danach noch das zusätzliche Gefühl hat, dass man eigentlich total ausgeliefert wäre, wenn da jetzt was wäre. Das macht es dann erst wirklich spannend. So. Da kann man dann wirklich so diesen Moment dann fühlen. So how we're going to do this is Fernando is going to be walking in front. We're going to split the group in two, so let's say 3 or 4 of you. Follow him in a single file formation, so one after the other. I will be in the middle. So running and screaming and shouting, no go. Stand still, remain calm, move in behind whatever we point out for you. Questions from your side for now? Is it fine to shit in your pants and not be loud? Exactly. Don't. Okay. We can do the rest afterwards. But if you have to shit in your pants, you can do it. So the two Namibians, we are right in the back. Yeah, can run past. Let the Germans walk in front. We stay here, bro. For me, personally, it was bad. I would never want to encounter something like that. Like, no, guys, we don't do such things. It was something good. It's a frightening thing, and it helps you mentally as well. Next time you'll see how to approach a problem or something. You know, you went through such a situation, but I would never want to repeat such. Are you not scared of following such things around? You're not scared. Yeah, you're not scared. He's not scared. He's not scared. Also ich finde das richtig schön, wie nicht nur jeder Produzent für sich arbeitet, sondern die Collaboration zwischen den Ganzen. So, wenn Gideon und Harry gerade an was drum basteln und die sagen, boah, wir kommen hier nicht weiter, dann schicken sie es rüber zu Kranz. Hier geht dieser USB-Stick immer über den Tisch die ganze Zeit und dann sitzt er dran und dann bastelt er und macht und tut und so weiter. Dann schickt er es wieder zurück zum Harry. Harry baut dann die Bongos ein, weil das einfach so sein spezielles Feld ist, wo er sich gut auskennt. Yeah. No, that's not. So remove that. Okay. You mean like normal this? Ich finde es auch mega cool, dass Harry dabei ist. Harry ist ja der Producer von Ease, haben ja schon viel zusammen gearbeitet und sowas. Wohnt auch hier in Namibia.
Und Heroin erstens, er bringt super viel Erfahrung mit irgendwie. Also er hat halt Drums, was das angeht, ist mega cool. Also man versucht natürlich, man hat so ein paar Beispiele von East bekommen, so versucht es zu imitieren und sowas. Aber es ist halt wirklich primär nur ein Imitat sowas oder man zehrt halt von seiner Erfahrung von europäischer Musik oder sowas, die man gemacht hat. Und wenn Harry dann aber nochmal hier Kopfhörer aufsetzt und dann hier nochmal sagt, na, ein bisschen mehr Swing rein, ein bisschen mehr hier noch eine Drum und sowas, nimm die mal weg. Da merkt man, also er macht das wirklich authentisch sowas. Also er hat das voll drin, voll im Blut und sowas. Und es ist halt was ganz anderes, wenn man es halt nur nachbaut sowas. Und dann stehen halt richtig coole neue Sachen mit ihm. The combination is good because I would make something and give it to the two guys, or I can give it to anyone and then they give their opinion, or they say, give me your file, let me work on it, and then they bring it back to me again to finish it. So it's quite good. I'm happy about it. Also der Nur hier. das oder das davor? Das Ja, das ist das ist sozusagen mein Risk gewesen, wo ich gesagt habe, da mache ich mal Risiko oder manchmal was, es kommt nur einmal. Aber ich finde die erste Melodie so stark, dass ich eigentlich nochmal hören will. Ja, aber genau deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber warum? Afrikanische Einflüsse sind in der Popmusik heute gängiger denn je. Die Grooves, die Instrumente, von Marimba bis Kalimba, Percussion. Also ich glaube, dass der Sound auf der einen Seite momentan sehr am Start ist und sehr angesagt ist und East die Chance hat, das authentischer als die meisten anderen Künstler zu präsentieren, weil er es halt wirklich fühlt, er ist mit dem Sound aufgewachsen. Für alle anderen ist das nur ein exotisches Gewürz, bei East ist es Authentizität. Ich glaube, dass es sehr gut funktionieren kann. Oh, it has like a little bit also like a country vibe. Yeah, but it's cool. Can you play? Ah, jetzt macht ihr den. Okay, geil. Dieses Dum ist schön. Und jetzt kommt genau jetzt. Hammer. Gerade in den ersten Track reingehört von Daniel. Aber es ist so cool, wie wir etwas Europäisches, was man irgendjemand in Europa spielen kann, aber wir haben diese afrikanischen Elemente da drin. So einfach so ein Vocal Sound, so und einfach so ein Sound. Und diese zwei Sounds reicht völlig für mich persönlich, damit dieser afrikanische Flair drin ist, weil der ist für mich wichtig, dass er da drin ist. Und der Rest kann man so irgendwo in der Welt jemand vorspielen und alle sagen, nice. Das ist genau die Combination, die ich haben wollte. Afrikanische Musik, wenn es die afrikanische Musik gibt, die ist ja auch super weit gefächert und breit gefächert, lebt natürlich in erster Linie von den unglaublichen Rhythmen und Percussions und auch von einer unglaublichen Energie. Das ist auf jeden Fall super beeindruckend. Wenn man aus westlicher Pop-Richtung schaut, sind manchmal bei aktueller Popmusik die Sounds so ein bisschen aus unserem Verständnis ein bisschen hinterher. Und mit East haben wir, glaube ich, die Chance, so Best of Both Worlds zu machen. Also aktuellen Druck und interessante Sounds gepaart mit geilen, authentischen, afrikanischen Vibes zu mischen. So vor 3 Jahren, wenn man mich gefragt hätte, was ist dein Traum? So ganz kurz und knapp, dann hätte ich gesagt, boah, ein Welthit, traveln überall, auf großen Bühnen stehen, mit großen anderen Künstlern Musik zusammen zu machen. So Black Eyed Peas, David Guetta, so. Seit 3 Jahren ungefähr bin ich so, dass ich denke, warte mal, Is, ich bin doch schon die ganze Zeit, ich habe die Ehre, um morgens früh aufzustehen und ich darf Musik machen.
und ich kann das machen, was ich will. So, ich bin doch eigentlich schon angekommen. So, ich bin schon da. Und ich mache jetzt gerade meinen Traum. So, basically seht ihr jetzt so ein bisschen meinen Traum. Aufstehen, mit coolen Leuten zusammenarbeiten, geile Tunes machen, Musik, die den Menschen Energie gibt, positive Energie. Weil es meiner Meinung nach in Musik kann ich entweder gut fühlen lassen oder traurig oder aggressiv, depressiv. Und ich mache gerne Musik, die einen aufmuntert. Ich kriege von so vielen Fans Messages geschickt, die einfach sagen, boah, ist ja so ein schlechter Tag. Ich mache deine CD rein, bumm, 2 Songs später, ich fühle mich wieder gut. Und das ist für mich das Allergeilste. Bevor es jetzt zu dunkel wird, ich würde mal sagen, wir machen ja, we are bringing the heat mit den Musiksounds. Und jetzt bringen wir ein bisschen Heat mit, indem wir mal ein richtiges Feuer machen auf Bushman-Style. Nice. Das ist sehr schwer, das hinzukriegen. Ich zeige euch kurz, wie das funktioniert, weil wenn einer das falsch macht, dann bringt das Ganze nichts. So, ne? Bitte nehmt eure unterste Seite von der Hand hier und macht ganz hart runterdrücken und ganz schnell links, rechts. Links, rechts. Oh, genau so nicht. Okay, einer muss mich dann ein bisschen ablösen. Ich mache erstmal das Loch ein bisschen größer. Das heißt, man drückt das runter. Wenn ihr das anders macht, werdet ihr morgen ganz viele Blasen an euren Händen haben. Wichtig ist, dass man hart drückt und schnell macht. Und dann schnell immer wieder nach oben geht. Okay, seid ihr ready? Ihr müsst mir helfen, alleine schaffe ich das never. Genau wie dieses Album, alleine werde ich das nicht schaffen. Okay, so ready? Kommt die Seite hier gegenüber von mir. Wichtig ist, dass du ganz schnell machst. Drauf, oder wie? Der Fuß bleibt drauf. Den musst du drauf halten. Nach oben. Runterdrücken. Nein, genau so nicht. Okay. Wollen wir abwechselnd machen? Check jetzt, guck jetzt, wie ich mache. Genau wie ich mache, ne? Ah, okay, du treibst. Ich halte ihn fest. Dann gehe ich nach oben. Ja. Okay, warte. Ja, mach jetzt, übernimm du. Okay. Schneller, mehr Druck. Okay. Guck, ich drücke ihn ganz hart. Ja, okay. Ja, das schaffen wir nicht easy. Wir schaffen das nicht, was. Übernimm du? Okay. Mach. Hart. Schnell. Genau. Wir werden das nicht schaffen, wenn wir jetzt nicht schneller machen. Ich kann aber nicht mehr, meine Arme sind platt. Bitte helf mir. Geh doch schnell, du hast es was drauf. Ich glaube nicht. Du, ich kann nicht mehr. Okay, ich bin da. Super. Mach länger, bis weiter. Und hart nach unten drücken. Oh! Ist heavy, ne? Ja, ist heavy. Was ist mit? Ist gut. Halt ein bisschen zu, dass das nicht zu heavy ist. Okay. Jetzt kommt der Trick. Auf den Krug.
this? Teamwork, boys. Looks so easy, but... Nein. Okay. Krass, bei uns. Nice. Nice. Mit Teamwork kriegt man es hin, alleine hätte ich es nicht geschafft. So, ja. Und genauso werden wir dieses Album auch machen. Mit Teamwork. Driving. This is my co-pilot, Mr. D-Rush himself, so I can do my social media. And on these streets, it's easy, so co-pilot on. Quick break, big pause. Uzakos is that way. And it's very hot. I can't stop my car because the starter doesn't work. So, nachdem wir jetzt ungefähr 20 Minuten durch die Wüste gefahren sind, haben wir Gernot getroffen. Und der ist von Nautilus Studios. Und er hat uns gesagt, hier oben in der Wüste sind Steine, die man, wenn man dagegen haut, geben die einen bestimmten Sound ab. Und diesen Sound wollen wir gerne in das Album reinbauen. So, jetzt suchen wir uns ein paar gute Steine aus, hauen dagegen, nehmen den Ton auf und mixen das in den neuen Track rein. Hier den Ton hier. Check mal, mach mal. Ah, krass, geil. Der hier? What do you think? It's a hit? It's a hit, eh? Yeah. You can already start with the title. Yeah, what's the title? Rock Bottom. Hey! Okay. Mal gucken, ob das auch einen Sound macht. Aua, 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 aua. Ich meine, allein die Tatsache, dass man hier ist und dieses ganze Klima und die ganze Vibe mitbekommt, ist eigentlich schon eine super Inspiration. Und hat auch einen schönen Wechsel natürlich zwischen, wir sind draußen unterwegs und schauen uns Dinge an, wie eben diese Steine, wie das im Studio mit den Künstlern abhängen und sowas. Im Wechsel zu unseren eigenen Safe Space, wo wir am Ende für diese ganzen Themen verarbeiten können, in der Gruppe, die tatsächlich schon auch sehr inspirierend ist. So. Also die Atmosphäre ist also das ganze Projekt und der Leute hier ist wahnsinnig inspirierend.
Ease ist eigentlich so ein lockerer und aufgeschlossener Mensch, dass es eigentlich überhaupt nicht schwer fällt, mit ihm zu arbeiten. Also er lässt uns da auch allen künstlerischen Freiraum und geht wahnsinnig auf alles ein und das ist eine super entspannte und man muss eben nie fürchten, dass man irgendwas schreibt und man damit so komplett falsch liegt. Ich glaube, genauso wie er sich auf uns eingelassen hat, haben wir uns ja auch das ganze Projekt mit ihm eingelassen und keiner lag zu irgendeinem Zeitpunkt so weit daneben, dass er irgendwie Angst hatte, dass jetzt blöd ist oder so. Also, ich habe direkt, wie geht der Flow weiter? Immer nochmal. Ja, das ist viel Zeit noch viel so. Ja, oder Wir sind jetzt gerade dran an einem Song, der heißt bis jetzt noch The Ocean, weil wir sind hier direkt am Meer und wir haben das so umgebaut, dass wir jetzt die Versuchung, wenn man um die Welt travelt und man sieht oft super hübsche Ladies überall, weil die ganze Welt hat heute Chicks. Und das ist quasi die Versuchung und wie man dagegen angehen kann. So. Das heißt, die ganze Zeit sitzen wir hier und da kommen so ein paar Sätze raus und dann wieder alle so, weil man relaten kann. Und da sind wir jetzt gerade dran an dem Text, um den so ein bisschen zu geil zu machen. Du wirst eher Kummer fühlen. Also everywhere the girls trying to tempt me, seduce me, trying to me. So, the girls trying to tempt me, trying to tempt me. Vielleicht seduce me auch, okay. Ja, ich muss einfach da hinten dranhängen und die letzte Zeile, they all want a piece of ease. Nächstes Mal nehme ich einfach so 2, 3 Chicks mit, nur dass es ein bisschen ausgebalanced ist, weil man fühlt die Tension in diesem Raum hier. Die 2 Boys liegen schon auf dem Bett. Es riecht so nach Moschus. Ease ist ein so dankbarer Charakter, dass es einem sehr leicht fällt, für ihn zu texten, mit ihm zusammen zu texten. Man unterhält sich 10 Minuten mit ihm und hat gleich Ideen für 1000 neue Texte. Der ist ein so interessanter Mensch, dass er Reizinspiration ist. Die Texte fließen einfach nur so. Vor allem, wenn alle Songs über Girls sind, dann kommt halt die Zeile nicht in dem einen Song, aber im anderen Song passt sie perfekt oder so. Das ist sogar die Hook oder so. Ja. Und deswegen ist irgendwie haben wir nur Songs über Girls. Die ganze Zeit. Hunt like a lion. Hunt like a lion. Hunt like a lion. Nur Songs über Girls. Hunt like a lion zum Beispiel. Dann hier den Love Song. I'm in love with your sister. Lion Girl. Wir machen nur Songs über Chicks. My love is like the ocean. It's flowing every day. Flowing every day. Steady keeping motion. Keep my head up, reach the bay. But the sirens and the mermaids try to pull me down. Only you can save me. Man up above them both. So langsam mit der Zeit wurde ich einfach relaxter, weil ich gemerkt habe, wir haben Hit-Songs, wir haben die beste Combination aus europäischen kommerziellen Pop und den afrikanischen Deep Root Rhythm. Und das war genau die Kombination, die ich haben wollte. Ich habe wirklich gedacht am Anfang, dass es sehr schwierig wird, weil ich habe in Deutschland habe ich schon viel mit deutschen Produzenten zusammengearbeitet, aber nie haben sie diesen Rhythmus oder fast eigentlich nie haben sie den Rhythmus hingekriegt, so dass man den spürt, dass er der afrikanische Rhythmus ist. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass ich das ganze Team eingeladen habe und auch die Kombination, dass Harry dabei war und geholfen hat mit dem afrikanischen Rhythmus. Und ja, die Combination war einfach so richtig gut. Ja. Sag mir nochmal, was du am Anfang erstmal nichts, oder was? Da. Jigga. 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 Bin ich richtig ungefähr? Ich will halt gerne dieses Jigga, anstatt Jigga.
Jigga Jigga. Verstehst du, dass ich das ein bisschen anders mache? Ich kann dir sagen, wo ich gedacht habe, wo die Jigger sind. Das wäre gut. Das ja, kann ich dir sagen. das hilft dann. Ja. Das hilft. Also, ich bin schon der Meinung, dass afrikanische Musik gar nicht so abwegig ist von den Ragaton, den wir kennen und der bei uns ja sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Es ist also das Kwaito, was vor allem hier ganz groß ist und was Is immer gemacht hat, ist, glaube ich, für den Laien, also für den einfachen Zuhörer im westlichen Bereich oder in Europa, gar nicht so unterschiedlich wie zu dem, was eben der Unterschied zwischen Ragaton und Kwaito ist, nicht so ersichtlich für die Leute. Wenn man es produziert, merkt man, auf welche Elemente man speziell achten muss. Ich denke, dadurch, dass eigentlich für den Zuhörer, der nicht so ein geschultes Ohr hat, der Unterschied wahrscheinlich gar nicht so krass zu bemerken ist, hat es durchaus Potenzial, auch in Europa zu funktionieren. Ain't no weekend without me in town. I'm here for the ladies. Ain't no fun, ain't no party without me around. Weil ich immer Kwaito gehört habe, habe ich so einen minimalen anderen Flow und den versuche ich gucken, ob der dann auch da reinkommt. My feet make an X, all the chicks are impressed when I move it. Make the X legs. Make the X legs. Heel to the toe. Okay, warte. So, Pizza ist da. Pizza! Pizza! Yes! Please come in. Yes, perfect. We are so hungry because all we do the whole day is just work and work and work and work. This is purpose. Yeah, just pack it down here. Yeah. Perfect. Thank you. Please enjoy. Thank you very much. Boys, Essen ist da. Harry ist so vertieft. Wenn Harry einmal die Drums drin hat und der Loop läuft, dann ist der so tief drin. Harry, Pizza. Oh, okay. Was? Was ich auf jeden Fall finde, ist dass man auch sehr viel Energie in der Musik spürt. Und da ich sowieso sehr rhythmusliebend bin, finde ich das natürlich am besten. Den Part singt jemand anders. Der Refrain singt einfach jemand anders. Das wird nicht viel ändern. Und du machst nur die Verses. Das wird nicht so viel ändern. Das wird nicht viel ändern, meinst du? Nee. Wenn du jemand wirklich liebst, dann kann nichts darüber sein, meiner Meinung nach. Ja, egal wie wichtig das alles ist. Das soll ist. ja auch am Ende die Aussage sein. Nein, alle checken, aha, okay, der Typ liebt Namibia, weil ich sehe sich an und sagen, aha, von oben bis unten, der Typ liebt Namibia. Und jeder wird das auch auf sich beziehen, so wie er gesagt hat, und wird sagen, okay, für mich ist das vielleicht was anderes, aber es gibt auch so die eine Sache, die einfach, das ist mir so wichtig, so, weißt du? Und das ist auch eher funny gemeint, so Babe, du weißt, das ist so wichtig für mich, so. Und natürlich würde ich das machen für dich, aber sie wird es doch nicht von dir verlangen, so, weißt du, so. Was ist über Liebe? Rauchen, Namibia, nichts. Nein, es gibt eine Sache, die spaßeshalber zwischen zwei Menschen immer, wo der eine weiß dem anderen, das ist dem so wichtig, so I won't touch that, so, weißt du? Und das ist jeder, der so ein bisschen mitdenkt, weiß, dass diese Sachen, die wichtig sind, eigentlich die unwichtigen Sachen sind. Wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich, also I feel that's a fact. Ich glaube nicht, weil das, also wenn es wirklich ein... Nein, aber es ist ja was Persönliches bei ihm, Genau, wenn das es er wirklich nicht singen will. aber wenn es wirklich ein Issue ist, dann ist es nach wie vor sein, das wird es nach wie vor sein nicht geben. Dann würde ich eher die zweite Strophe möglichst cool schreiben auch. für sie, weißt du? Wo dann halt klar ist, ey, und sie sagt, ey, danke, dass du bei mir bist, ich verstehe, was du aufgibst und so, komm, im Sommer komme ich mit dir mit. Weißt du? Also mach die zweite Strophe real. Du weißt ganz genau, ich mach natürlich... Wir werden morgen alle aufwachen mit dem Ohren von dem Ja, ihm lift ich jetzt, Alter. Ja. Wir haben jetzt eine kleine Situation eigentlich, weil
Fabian kam mit einem richtig super Chorus-Text für einen neuen Song. Aber in dem Song selber geht es darum, dass ich meiner Liebsten sage, dass ich für sie alles tue, außer Namibia zu verlassen. Alles für sie tun. Alles. Aber niemals Namibia verlassen. Was nicht stimmt, weil ich lebe seit 15 Jahren überwiegend in Europa, in Deutschland. Und ich sofort würde ich Namibia für sie verlassen. Und deswegen kann ich das gerade mit mir selber nicht ich krieg das nicht hin. Wir haben eine lange Diskussion jetzt gehabt, wie wir einen Twist da reinbauen können, dass wir vielleicht doch den Song machen können, weil der Chorus halt so cool ist. Aber ich kann das irgendwie gerade nicht, deswegen. They said I couldn't do it, but I done it. Now I'm steady shooting to 100. Only ever did it like I wanted. Now I'm busy shooting to 100. Und so ein Studio in Namibia, ne, ist immer noch für mich amazing. Ich darf mich nicht hier dran gewöhnen, sonst komme ich immer hier hin. Oder ich muss mich hier dran gewöhnen. Dann komme ich immer hier hin. Was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drehe? Wir Also das Nautilus-Studio braucht sich überhaupt nicht verstecken im Vergleich zu jedem deutschen oder europäischen Studio. Super Equipment, die Räume klingen gut, alles auf einem extrem hohen Niveau, super. Für seine Rhythmik, der soll ja auch dreimal den gleichen machen. Ja. Nimm doch einen, wo schon ein Beat kommt. Rutsch weiter nach hinten, das siehst du auch. Und dann hier? Da ungefähr starten. Perfekt. Jetzt das kommt, glaube ich. Also es sind 3 Bars. Ich höre die nicen Drums, dann weiß ich. I think I'm in love with your sister. Her eyes are so beautiful. And every time I leave I miss her. I swear she's irresistible. Ease hat die Fähigkeit, der Essenz einer Kultur eine Stimme zu geben. Vor allem für jemand, der in Namibia aufgewachsen ist seine Sprache und Betonung, die trifft irgendwie eine Resonanz. Also das ist mehr als nur Worte. Da kommt so ein Gefühl von Nostalgie und Humor mit, vor allen Dingen ein Humor, über sich selbst lachen zu können. Und das finde ich eine tolle Sache. Last time we was at your place, we was playing video games. When I know that you, when I know that your sister, when I know that your, Ich wusste. And when I know, games. Trade. Ja. Ich lese noch zu viel, deswegen. Okay, aber. Ease hat auf jeden Fall ein großes Herz, eine große Gastfreundschaft und brennt für das, was er macht. Das spürt man in jedem seiner Songs, in jeder seiner Lines, aber auch in der Zusammenarbeit mit ihm. Es ist auf jeden Fall sehr inspirierend, mit einem Musiker zusammenzuarbeiten, der auf der einen Seite so dafür brennt und so dafür geht, was er macht, und trotzdem komplett open-minded ist, dankbar Einflüsse und Zutaten von anderen kreativen Köpfen annimmt und mit null Ego dran geht und trotzdem mit Selbstbewusstsein. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Hörst du mich? Könntest du die Enden einen Hauch kürzer machen? Ich rede jetzt nicht wirklich von richtig viel kürzer, ne? Sondern nur so ein Müh kürzer. Lass dich da wirklich einfach ein bisschen mehr noch von dem Beat treiben. Ne? I think I'm in love with your sister. Sister's home, I can't concentrate. Okay. Ja, klar. Okay, lass ihn mal im Background spielen, das wird mir, denke ich, wirklich helfen, um nochmal... Also ich weiß jetzt nicht, welcher Take jetzt gerade an ist. Okay. Vorher nochmal. Vor dem Mikro
ist Ease ein absoluter Pro. Seine Performance und seine Ausdauer und seine akribische Art, alles perfekt zu machen, zeugt echt von jahrelanger Erfahrung. Seine Stimme selbst ist ziemlich einzigartig und die bleibt einfach im Kopf. Also die hat wirklich einen hohen Wiedererkennungswert und ich glaube, sehr viele Leute können sich damit identifizieren. Last time we was at your place, we was playing video games. And when I know that your sister's home, I can't concentrate. Das heißt in Afrika. Und feier ein bisschen die hohen Töne ein bisschen mehr, zelebrier die richtig so. Am Ende nicht länger ziehen. Ja. Yeah. When she smiled at me, I think she likes me too. I said I don't know what to do. Okay, cool. Vor allen Dingen die Kommunikation zwischen Produzent und Künstler war für mich sehr interessant, weil da doch jeder so seine eigene Art hat und es immer cool ist zu sehen, wie andere das machen, weil das doch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt der Aufnahme ist. So, wir haben jetzt 3 Songs durch. Ich bin nass von oben bis unten. Ich muss immer den Aircondition anmachen, wenn ich da rausgehe, damit da irgendwie ein bisschen Kälte reinkommt in den Raum. Bis jetzt läuft's gut. Also ich bin amazed, dass meine Stimme immer noch hält. Meistens, wenn ich so viel Gas gebe, dann maximal 2 Songs, aber wir sind jetzt schon bei 3. Wir gehen jetzt gleich zum 4. Song. Es kommt langsam zusammen. Das ganze Projekt, was wir überall die letzten Tage im Busch und im Hotelzimmer und so weiter, kommt jetzt alles endlich mal zusammen und hört sich jetzt schon, ist noch nicht jetzt gemischt, hört sich jetzt schon richtig fett an über die Speaker. So I'm a hunt like a lion. Fresh meat, smells nice. Rotate, real tight like a lion. Genau. So. Dann müsste das Retight ist da weg. Ease ist auf jeden Fall in meinen Augen ein Performer. Also er legt jetzt, glaube ich, mehr Wert drauf, Stimmung zu machen und den Leuten durch seine Musik eine Stimmung auch mitzugeben und auch das Afrikanische rüberzubringen, als jetzt die Leute zu beeindrucken, wie viel Talent und wie viel perfekte Stimme in ihm steckt. Ich glaube, darauf legt er nicht so viel Wert. Worauf er auch sehr viel Wert legt, ist einfach, dass er sich selber treu bleibt. Er will auf keinen Fall etwas machen, wo er dann sagt, gut, das würde mir jetzt dann vielleicht einen Erfolg eher garantieren, aber da fühlt er sich dann nicht so gut dabei. Ah, so. Es landet ja auf der 1, das ist da mindestens 2 weg. Nee, nur ein. I'm a hunt like a lion. So I'm a hunt like a lion. Fresh meat, smells nice. Rotate. I'm a hunt like a lion. Perfekt wäre, wenn du mir die einfach alle auf Bar. Genau, habe ich gemacht. Bis hinten abziehst. Genau. Und halt Wir kommen jetzt gerade aus dem Studio raus, gerade fertig. Mit noch so ein paar Ohrwürmern im Kopf und so weiter. Ich bin sehr, sehr happy, es hat richtig gut funktioniert. Die Combination von Afrika und Europa zu mixen, habe ich erst immer gedacht, das ist ein Myth. Was ist ein Myth? Fabian, was ist ein Myth? Ein Mythos. Aber es ist kein Mythos. Das shit is real. Das hat funktioniert und das freut mich eigentlich richtig cool. Also das ganze Team war nice, hat richtig gut mitgemacht. Und ich bin einfach nur von oben bis unten nass geschwitzt, weil ich die ganze Zeit performt habe am Mikrofon. Schauer machen. Ja, mein Deutsch ist weg jetzt. Komm einfach mit. Ich muss jetzt ein bisschen chillen. War sehr gut. Risks. Okay, jetzt? Okay, no shower. Kurz davor. Kurz davor. Ease fühlt Afrika, fühlt deutschen Pop, hat eine Geschichte zu erzählen, hat eine krasse Stimme, eine unfassbare Bühnenpräsenz. Ich glaube, Deutschland und Europa wartet eigentlich nur auf einen Künstler wie Ease mit seiner Musik. Es gibt einfach keinen zweiten Künstler, der so ist wie Ease.
was er in sich vereint, ist, zumindest soweit ich weiß, absolut einzigartig. Die Musik zu machen, die er fühlt, wo er das Maximale drauf geben kann und sagt, ich habe mein Bestmögliches getan und ich habe das bestmögliche Album gemacht. He's someone with a lot of energy. Like, he's very much encouraging. Like, he brings that energy to you. He's a good guy, very good guy. Er hat ja mal diesen Spruch, dieses Musician with a Mission. Das ist tatsächlich das, was er halt rüberbringt. Also im Endeffekt, so der erste, na klar ist er Musiker und sowas primär, aber er hat auch eine Botschaft, die er rüberbringen will. Jetzt bin ich so angekommen, wo ich denke, ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe dieses ganze Projekt auf die Beine gestellt, um wirklich 2 Kontinente zusammenzubringen. 2 ganz verschiedene Arten von Kultur, aber unter der Musik sind wir alle nur Menschen. Und wenn ein Rhythmus gut ist, wenn ein bestimmtes Gefühl für einen Song gut ist, dann ist es doch egal, ob der indisch, afrikanisch, europäisch, amerikanisch, Eskimo, whatever ist. Der fühlt sich richtig an. Und ich glaube, mit diesem Album haben wir das auf den Kopf getroffen, dass dieses Gefühl da sein wird. Wenn man diese Musik hört, man wird nicht still sitzen können. Ich verspreche euch das. Also es ist so, und das ist so schön, weil die Energie, das ist ein Game Changer. Ja, und dann, wir kamen zurück aus Namibia und das Major-Label, zu dem ich zu dem Zeitpunkt gesigned war, hatte nicht erst das Interesse, einen einzigen Song zu hören, den wir da unten produziert haben. Alles komisch. Das hat mich dann sehr viel Energie gekostet, einige Monate mit Anwälten, um dann aus meinem Vertrag rauszukommen, was am Ende zum Glück dann funktioniert hat. Und ja, dann war ich wieder Independent-Künstler. Ich habe dann ein Crowdfunding gestartet, um mein ganzes Album alles zu finanzieren. Das ging super. Also es war echt toll zu sehen, wie viele Leute mich unterstützt haben, wie viele gespendet haben. Es war so ein schönes Gefühl. Ja, wir haben die Planung ready gehabt fürs Album, eine Albumtour schon mal langsam in den Startlöchern. Tja, und dann hat sich die Welt ein bisschen verändert. Dann kam Corona. Oh, das war eine echt nicht so coole Zeit, weil ich war so ready und auf einmal ist alles Stopp. Man kann nichts mehr planen, man kann nichts mehr machen. Es war eine sehr frustrierende Zeit. Ne? Also es wurde auch immer schlimmer, bis ich dann eines Tages einfach aufgestanden bin und habe gesagt, so, jetzt reicht's. Das Album muss raus. Ich möchte mit dem Game Changer Album diese Musikindustrie, die so verstaubt, so eingerostet ist, über die Jahre sich so eingependelt hat, dass Künstler wie ich kaum noch eine Chance haben, überhaupt gehört zu werden. Super schwierig. Es muss was passieren. Und dann ging es los. Ich habe mich ready gemacht, das Album fertig produziert und mir ein ganzes Team zusammengekriegt von Leuten, die genauso daran glauben wie ich, um es rauszupushen. Richtig cool. Also es ist eine komplette Ehre von den Leuten da draußen, die mich unterstützen, weil ohne euch hätte ich das nicht schaffen können. Und das Album ist jetzt draußen und es ist ein Game Changer. So, wenn du diesen Film bis hier gesehen hast und genauso daran glaubst wie ich, dass sich in der Musikindustrie etwas ändern muss, dann sei dabei. Erzähl den Leuten von meiner Geschichte, teilt gerne meine Musik, erzählt den Leuten aber auch von anderen Musikern, auch andere Independent-Musiker, die Musik machen, an die sie selber glauben, die eine Geschichte hat, diese Ehrlichkeit. Lasst uns diese Art von Musiker unterstützen. Und ich glaube daran. Ich glaube daran, dass wenn wir zusammenarbeiten und
an einem Strang ziehen, dann kriegen wir das hin. I know it. I know it. Und ich freue mich auf diese Zeit. Es ist eine sehr exciting Zeit. Und ich bin einfach dankbar, um das machen zu dürfen, was ich fühle. Und das ist Game Changer Musik. Yes, sir. Yeah, they said I couldn't do it, but I done it. Now I'm steady shooting to 100. Only ever did it like I wanted. Now I'm busy shooting to 100. They said I couldn't do it, but I done it. Now I'm busy shooting to 100. You will always find me where the fun is. 100, 100, 100. Just a little boy from the streets of Africa. I grew up to be a lion and spread Nam culture. With my pen and a little paper, I took my style to the world and make a little better. But then I had to keep my cool, cause I knew X was my factor, but the industry was cool. It's true. They said to change my style would be clever. They said sky is the limit. I'm like, what? Never. They said I couldn't do it, but I done it. Now I'm steady shooting to 100. Only ever did it like I wanted. Now I'm busy shooting to 100. They said I couldn't do it, but I done it. Now I'm busy shooting to 100. You will always find me where the fun is. 100, 100, 100. I'ma give it cuckoo. I'ma keep it 100. I'ma keep it smooth. I'ma keep it 100. I'ma give it cuckoo.